Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von JazzrockTV. Heute geht es um Bassisten und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Heute am mit Bass im Studio. Mit im Studio zu Gast. Ich schalte zu Georg Pilger. Ja, herzlich willkommen. Tatsächlich geht es heute um Bass, ja, schon wieder. Schon wieder. Es häuft sich ja ein bisschen, aber wir müssen es noch abarbeiten, Leute. Aber ihr werdet uns verzeihen, denn wir haben wirklich tolle Sachen dabei, die nicht nur für Bassisten sind. Sonst würden wir es ja nicht machen. Bitte dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, heute geht es um geile Musik, um Leute, die super Bass spielen und das Wissen auch weitergeben, das in Büchern niederschreiben. Ja. Ne? Hier Ove Bosch, Bassvertiefung. Ich habe mal reingeguckt und mich hat es auch angefixt, weil das ist auch was für zum Beispiel Keyboarder, ne, für die linke Hand und ein paar geile Ideen drin. Pato Muñoz hat seine ganze Platte aufgeschrieben und so weiter. Gehen wir alles im Detail heute drauf ein. Und wir starten mit einem Bassisten namens Adam Nitti. Adam Nitti, ja genau, den haben wir nämlich getroffen beim Basecamp letztes Jahr. War einer der Dozenten da, über das Basecamp haben wir ja schon Folgen gemacht, habt ihr ja gesehen, schon ein paar Bassisten gehabt. Und der war einer, der die ganze Woche da war und sein Wissen weitergegeben hat. Ja. Und das ist auch einer, der, glaube ich, dem dieses Unterrichten, Wissen weitergeben. Warst du selbst in dem Workshop mal drin? Nee, ich war leider nicht zeitig genug da, um das selber mal mitzumachen. Aber er ist so einer von diesen, die wirklich alles weitergeben wollen. Ja. Ne? Also der schon für viele Jahre mit diesem Unterrichten und Wissen weitergeben und experimentieren und so weiter. Und das auch im Internet. Nämlich der hat eine eigene Plattform, die er aufgebaut hat über Jahre, wo er sein Wissen weitergibt. Adam Nitti Education. Genau, Adam Nitti Music Education. Das ist seine Plattform, wo er Bassunterricht quasi oder sag ich mal Weiterentwicklung am Bass per Internet promotet und Stunden gibt, seine Masterclasses, da hören wir gleich ein bisschen wie er das macht. Und da ist er wirklich sehr aktiv. Also er ist auch in diesem Netzwerk drin von Victor Wooten. Victor Wooten macht ja seine Nature and Bass Camps, ne, die alle so ein bisschen auch, sag ich mal, spirituellen Ansatz haben. Im Wald und so. Genau, da geht es nicht nur ums Bassspielen. Gibt es ja auch eine Folge, ne, mit Victor Wooten, wo er das alles auch erzählt und so. Ne? Also in diesem Zirkel, sag ich mal, von Bassisten um Victor Wooten und diese Weitergeben von Informationen, da ist Adam Nitti auch mit drin, schon seit einigen Jahren. Ja. Und er ist nicht nur ein Theoretiker, er ist auch ein Praktiker. Und er hat eine ziemlich geile Platte gerade draußen. Ja. Mit einem super Auto vorne drauf. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie Lamborghini oder so. Aber die Platte ist der Hammer und wir hören jetzt direkt mal in ein Stück rein. Ja, genau, solange wir jetzt... Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören jetzt einfach mal hier in den ersten Titel rein. Der da heißt... Anti-Social Media. Anti-Social Media. Das ist ja eine Anspielung, ne?
also von dem kann man was lernen. Ne? Und irgendwie fällt mir so auf, so wenn ich so moderne Jazzrock-Platten höre und die in meinem Kopf immer mit den alten aus den 70ern vergleiche, das ist doch irgendwie immer noch dasselbe. Also Jazzrock bleibt sich selbst treu, Jazzrock oder? bleibt Jazzrock. Ja, natürlich. Richtig, ne? Schon, also ob du jetzt, wenn du jetzt eine Mahavishnu-Platte oder Return to Forever oder Weather Report von damals hörst und das vergleichst mit dem, was sie heute im Jazzrock machen, dann ist das musikalisch im Prinzip nichts Neues und trotzdem immer wieder faszinierend. Aber ist trotzdem spannend. Also, total. Also, Adam Nitti hat mich wirklich beeindruckt, als ich ihn da getroffen habe, weil er wirklich ein super netter Typ ist. Er ist einfach so ein Typ wie von nebenan, ne? Wenn wir ihn gleich sehen im Interview, total sympathisch. Ne? Einfach so, da sind wir auch im Interview da so ein bisschen drauf gekommen, die Bassisten sind da oft so diese Sympathen und so ruhigeren in der Band. Und das ist bei ihm da 1000% zutreffend. Und dann einfach so ein Mörderbassist, super Techniker, ne, dann dieser Ansatz, alles weiterzugeben, nichts für sich zu behalten, ne, nach dem Motto, hier, ich gebe nichts weiter, ich bin hier der Experte, sondern einfach alles rauszuhauen, fand ich schon sehr sympathisch. Ja, dann würde ich das sagen, dann schalten wir hier aus dem JazzrockTV Studio rüber ins Warwick Basecamp zu unserem Reporter Georg Pilger, Kamera Wolfgang Steiger, vielen Dank übrigens nochmal. Ne? Adam Nitti. So Adam Nitti, how it's going here? It's going great. It's my first time here at the Warwick Base Camp, and I'm just amazed at the production they have here. It's one of the coolest events I've ever been a part of. Yeah, that's what everybody's telling about this event. Seeing all these professors, or the bass players, or the students. Most of the students I met so far, they're the same students from last year, so they do it again and again. Yeah. It's good when it brings the customers back the year after. So I hope I'll be back for the next one too. Yeah. So what happened that you got involved in this year's Bass Camp? I was. Steve Bailey is probably responsible for helping me get in this year. I did a bass clinic at Berklee College of Music last year, and I've been a part of the Victor Wooten bass camps and Victor Wooten Steve Bailey bass nature camps for many years, and on and off, and kind of in that sort of educational circuit, of bass players. And Steve mentioned something about this particular camp, and said it'd be great if you could get out there, and he believe he put in a good word for me, and then got the invitation, and here I am. So I'm happy to be here. So, but you're doing a lot of teaching and education. So that's your main, part of your bass work. Well, it's really not. It's not the main part. It probably carries an even amount of weight as everything else. Interestingly enough, the educational stuff really was not necessarily my intention early on, but it became kind of something that was born from my work as an artist and as a bass player, and just because of the kind of music that I was recording, which is since the beginning has been, I guess, a little more on the improvisational or technical side of things. The kind of some of the players that listen to that kind of music are interested in improving their playing as well, and so it became a natural extension of what I do to kind of go and share, what I was doing as a player, and then little by little, I was publishing more and more things in magazines and online, and we started a website, myself and a partner years ago, called musicdojo.com, and that was our foray into the internet-based educational system. And so we had a website that people could learn how to play bass or guitar from. And it was the first interactive model of its kind at the time that we knew of. And Music Dojo ran for several years, and then more recently, a couple years ago, it launched Adam Nitti musiceducation.com after Music Dojo had shut down. The next step coming from this portal. Yeah, and it's very much it's like 2.0. The Music Dojo was kind of the beginning. We had a good basic model for the school, but
the thing that was interesting was we launched that school right before the big YouTube push happened. And at that time, there wasn't as much emphasis on video. So the website then was more a combination of maybe little pieces of video here and there, but then also graphics and notation and things like that. It was more of a multimedia sort of presentation. But once the YouTube phenomenon hit, the rest is history. And so my new site is exclusively HD video now, and all of the lessons, all the main lessons in the library are in that format. We have other stuff too as well that's more, study materials that are more text-based, but yeah, you have to change with the times. And coming back to the students here, it's a question I asked all the guys. When you do your class, you have something which you want to deliver, which is coming from your heart. You really want to give it to them. Is there something special you really want to deliver? Well, that's a great question. Of course, I think about this all the time whenever I do an event like this. But I think if I have a main vision or purpose for these camps, I really want to help bass players to find their own identity on the instrument, find their own voice. We don't always think about that when we're practicing exercises and things, out of books or videos or whatever. So, we're thinking about, we're improving, we want to get better, we're emulating and copying different things that we see. But the idea of kind of breaking beyond that and getting to the place in your musician identity where you separate and now you have your own sound, I'm really drawn to that aspect of development, and I really love trying to help players to find that for themselves. But this might be something which is tricky to deliver with video, because you can deliver the techniques and then do close-ups. This is how your fingers need to move, but these feelings and the emotions to have in the groove, kind of difficult to deliver with video, I think. That's it. I agree with that, but at the same time, if you equip people with concept-based things that are basically lessons that teach them how to continue to teach themselves, then you equip them with the power to go beyond that. And that's, I try my best to do that. Obviously, with video, there is a level of disconnect. It's different than just sitting here with you. They could be thousands of miles away in another country, but in the video curriculum that I have, I've tried to do my best to try and share as many of those basic concepts as possible, give demonstrations of how you can work on those concepts. But these are not lessons that just show you how to play licks, like here's lick number 1, here's lick number 15. How they did it in the 80s. Yeah, right? It's less like that, and it's more about concepts that people can carry with them for years forward. Yeah, cool. And you also do your own CDs. I think you have 4. Or I have. On the next one, or as far as understood. So. Yeah, I've got 4 out so far, and then my 5th one is actually coming out this November to coincide with the release of my signature bass that's coming out at that time. Okay. So I'm trying to play on the momentum of both of those things together. But yeah, this will be the 5th one. It's an album that the title is going to be called Not of This World, and it's an album that I hope is one that can be enjoyed by music lovers and not just lovers of the bass. So there's definitely more of an emphasis on the full ensemble and the compositions, and it's not just a bass record. So you developed and recorded it with a bunch of guys, or you prepared everything and. Yeah, some of the record pieces were cut live with bands. Other parts were actually cut remotely, which is becoming more commonplace now. When people record albums, people play tracks. They send you the tracks, and you're putting all these things together. So it's a little bit of all of those things, and I've gotten some of my favorite musicians to be a part of the project. It's a little different group of players than in the past, and I hope it's well received. Sure. Cool. So next things then, as far as I understood, is your record to finalize everything? Yeah, that's the next thing. We begin mixing next month, and
mixing and mastering, all the final tasks. As I said, we're going to release in November. So right now, that's my main focus is making sure that maybe that when we happens. issue the episode, maybe then we already can Hopefully it'll be out. So if it's already out, please buy it. We will see, because it will take some time to cut everything. So it's and for the platform with your educational stuff, is there also plans to enhance this or to make this even bigger, more instruments, or absolutely, yeah. I've got a lot of ideas on how I want the site to grow. One of the things that we tried to do at the very beginning was incorporate some level of interactivity to the site. So there's some two-way communication that's an option on the site. One of the membership options allows you to do that. I broadcast live master classes at least once a month, and then we also have we call it a feedback forum, and it's a place where the students can upload their assignments, and I can critique them and give feedback. So that's the interactivity aspect of it is something that I really want to grow more. And in the next version of the site or in some future updates, we have some ideas about how we can enhance that entire experience. Because the one thing about the website-based education is sometimes it can suffer, in my opinion, if it's just a one-way interaction. So if it's a site that you just go to that's just a bunch of archived content that you view, you get a lot out of it, but I feel like the experience can be even richer if the student has an opportunity to have more of a direct connection with the instructor, and that's what I would love to see happen in the next update. But got to get through this record first. Step by step. That's right. It's good to see, also with Gary Willis, we talked about, because he developed an iPhone and Android app. That's right. With Groove and stuff like that. And it's so good to see that everybody's sitting here and meeting here, the people, and focusing on, Groove and, simplifying things, and then using these techniques, to bring everything together with kind of great. Yeah, it's the tools are becoming more amazing every year, and so I feel like as artists and educators, you have a responsibility to use those tools to the best of your ability, and that's what we're trying to do. Right. Cool. And other than your own record, is there any other plans, touring, supporting artists? Well, there's a few things that are tentative right now. That a lot of it just has to do with the timing of things. I'm a freelance artist and a freelance bass player, so at any random time I get called for to do different things. But it's so much of the focus has been centered around the album this year that's kind of where my head has been. So my travel has been a little more limited. I did a tour a few months ago with a great jazz fusion ensemble with Gerald Gradwell on guitar, Thomas Kugi on guitar, both of them from Austria, and then Kirk Covington on drums from the States. You've been in Germany, right? Yeah, we were. Yeah, we missed you. Yeah, because you played in Zürich, I think. I think that's right. Live Proberaum. Yeah, And we could not come for some reason. Yeah. There was a clash with business. Yeah, it's okay. Things happen. You can come next time. Next time. Yeah. Well, we had a great experience, and the music was great. The tour was great. It was something that we've already planned on doing next year. So that's something that we have to look forward to next spring. Yeah, cool. And tomorrow you have another class. Tomorrow I have another class. Yeah. Cool. Yeah. Exactly. Ja, der Mann, der beim Warwick Basscamp all die Bassisten zusammentrommelt und dafür sorgt, dass die Anfang September auch in Markneukirchen eintrudeln, ist Ove Bosch. Und Ove ist natürlich auch Bassist. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Bassisten gibt. Ne? Gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, aber liegt sehr wahrscheinlich daran, dass dieses Instrument total einfach zu spielen ist. Ne? Ja, okay, neuer Gesprächspartner. Ja, du kennst doch den Witz, ne? Bassschüler kommt zum Lehrer, erste Stunde E-Seite, okay, ersten 5 Bünde, zweite Stunde A-Seite, die ersten 5 Bünde, dritte Stunde, Schüler kommt nicht, 4. Stunde, Lehrer fragt, hey, wo warst du letzte Woche? Ich hatte einen Gig.
So einfach so ist das. Ne? Und ja, die Jungs, über die wir heute reden, hier unter anderem Ove Bosch, die kennen natürlich nicht nur die ersten beiden Seiten und die ersten 5 Bünde, die kennen alle Bünde und alle Seiten und spielen alles zwischen 4 und 6 und ich habe heute noch ein Video gesehen, wir 10 Seiter oder sowas. Also echt? Das total verrückt. Ich dachte, unser Freund vom Basecamp mit den 7 Seiten hätte schon den Vogel abgeschossen, aber ich glaube, nach oben ist da nach oben ist noch Luft. Offen, ne? Ja, so lang die Finger sind, so viele Seiten kann man da draufpacken, damit man auch die hohen Töne erreichen kann. Ja. So wird der Bass dann zur Geige. Na, aber Ove hat sich Mühe gegeben und nennt sein Buch Bassvertiefung. Und das ist es wahrscheinlich auch. Das ist ein Buch für, sagen wir mal, fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene. Stehen viele tolle Ideen drin mit Notenbeispielen und so weiter und er geht da auf ein paar Techniken ein, sich auf den Bass auszudrücken, seine eigenen Ideen umzusetzen, Betonungen, also da geht es um die Nuancen. Ne? Das ist beim Bass auch, glaube ich, tierisch wichtig. Also es gibt das ist... Ich glaube, man verfällt ja irgendwann, spielt man natürlich und hat auch natürlich vielleicht seinen Stil gefunden oder so, aber es gibt natürlich dann so Feinheiten, die man dann nochmal so rausarbeiten, das ist ja dann nochmal ein bisschen die Mühe, ne? Um dann nochmal so richtig das i-Tüpfelchen draufzusetzen, dann muss man sich einfach nochmal hinsetzen und solche Übungen, wie der Ove hier rausgesucht hat, und auch mit schönen Tracks hier, da ist eine CD mit dabei, wo er das dann nochmal mit verschiedenen Playalong, dass man auch mal mitspielen kann, so Übungen macht, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht, wenn man sich die Noten anguckt, gar nicht so schwer aussehen, aber dann geht es wirklich um Betonung, um Verschiebung der Betonung über mehrere Takte und das ist ja dann nochmal der Kniff, um dann nochmal das Besondere oben drauf zu setzen. Ne? Also da gibt es dann so eine Übung hier, wo es dann eigentlich, im Prinzip ist es immer der gleiche Ton, ne? Aber da geht es dann um den Groove, um die Betonung, ne? Welcher Ton wird wie betont, länger, kürzer und so weiter. Und das hat er wirklich schön rausgearbeitet. Also das gefällt mir ganz gut an dem Buch. Ja. Und dann auch wirklich mit schönen Beispielen, die auch Spaß machen, irgendwie anzuhören und nicht einfach nur, hier so ein Cubase-Klick mit einem Cubase-Drum sind, ne? Hier so nach dem Motto, zähl halt mit und dann spielst du das irgendwie hier eine Minute nach. Sondern da ist dann auch mal eine echte Gitarre im Playback drin und ein echter Track, auch von seiner eigenen Band hier, das finde ich auch ganz charmant. Wenderson, so ein Wenderson-Titel rausgearbeitet, wo das Basslick dann hier aufgeschrieben wurde und ausgearbeitet wurde. Das gefällt mir ganz gut. Also Ove, das werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal hier so ein paar Licks auch selber mal zu Gemüte führen und wieder ein bisschen auf die Feinheiten achten beim Üben. Genau, ne? Sind ein paar nette Beispiele drin von Licks von Iron Maiden, Licks von Red Hot Chili Peppers, von Divinity Rocks mit der Ovia und Stu Hammond gerade unterwegs waren, ne? Joe Cocker, Billie Jean, Michael Jackson, so ein paar Notenbeispiele. Und, ist gut gemacht. Also, ist sehr gut gemacht, sehr übersichtlich. Und, also wenn ihr Bassist seid, würde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Schön gemacht, macht Spaß. Ja. Gibt auch, ich finde, sowas gibt mir immer ein bisschen Motivation, einfach nochmal ein bisschen irgendwie reinzugucken, ein bisschen zu üben, ein bisschen weiterzukommen. Und das hat er gut hingekriegt. Ja, sehr gut. Also, schaut rein, also auf der Seite von Ove Bosch, blenden wir ein, kann man auch ins Buch mal reingucken und sieht ein paar Beispielseiten und kann sich dann überlegen, ob man das braucht oder nicht. Ich würde es mir zulegen, weil der Ove wenn du Bass spielen könntest, oder? Ja, wenn ich Bass spielen könnte. Ich kann ja Bass spielen. Ja, Mist. Will er noch nicht wissen. Ich kann auch ein bisschen Keyboard spielen. Ja. Nee, also wer neugierig ist, wird er bestimmt auch seine Neugierde befriedigen können. Da sind ein paar coole Ideen drin. Und von einem echten Praktiker. Ne? So. Ja, super, was ist. Und als hätte es der Zufall irgendwie geplant, hat uns der Ove natürlich dieses Buch geschickt und kurz danach bekam ich als Überraschungspaket auch ein Buch geschickt. Ne? Aus Spanien. Und das ist nämlich hier der Pato Muñoz. Wenn
ihr aufmerksam zugeschaut habt über die letzten Jahre, könnt ihr euch vielleicht erinnern, da haben wir mal eine Platte vorgestellt. Ja, man sieht das direkt hier am Design. Genau. So, der Pato ist nämlich auch Bassist. Man hat eine super Platte rausgebracht, die haben wir vorgestellt in Folge, habe ich vergessen. Geboren in Uruguay. Ja. Und wohnt aber, glaube ich, inzwischen in Spanien, in Madrid, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, seit und 1989. ist ein Mörder-Bassist, der liest das jetzt schön hier von hinten ab. Aber es steht auch Spanisch drauf. Ne? Ja. So, und das fand ich wirklich gut. Der hatte mich hier seine Platte. Ja? Ja. Beeindruckend. Der hatte mich eine ganze Platte, das ist jetzt nicht jetzt, das ist natürlich jetzt so die Lehrbuchgeschichte. Das ist jetzt hier eher Transkription. Also der Ove. Der Ove. Das Lehrbuch und das ist Transkription. Er hat jetzt seine ganze Platte, die 8 Titel, die da drauf sind, komplett notiert. Ja, also nochmal aufgeführt, wer da überall mitgemacht hat. Und dann wirklich 1:1 komplett Basstrack mit Tabulator, wer es benötigt oder wissen möchte, wie er es gesetzt hat, runtergeschrieben. Und das ist mal eine Nummer hier. Also das ist ja schon ein Virtuose. Ja, also, und diesen lateinamerikanischen Drive, der geht durch die ganze Platte durch. Und ich hatte, als wir überlegt haben, wir stellen das hier in der Folge vor, habe ich ja kühn behauptet, ach komm, ich guck mir hier so eine Seite raus und dann spielen wir das. Aber es war doch schwerer, als ich gedacht habe. Ich gebe es offen zu. Das ist schon dann hier die hohe Kunst. Also so einen Titel hier zu spielen, auch mit der Phrasierung und wie die da spielen, diese lateinamerikanischen Funk-Latin-Mix, das ist schon eine Nummer. Ne? Und das hat er wirklich hier toll transkribiert, ob er es selber gemacht hat oder jemand machen lassen, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, er hat das selber gemacht. Hier, jetzt bist du gefragt mit dem Spanisch, ob das hier was hervorgeht. Also ich glaube, er hat es selber gemacht. Ja. Ne? Und steht zumindest nichts anderes. Ja, man sieht schon hier, wie das ich habe nämlich versucht, hier den Anfang von Funky Blues zu spielen. Das sieht am einfachsten aus. Das sieht hier nämlich, nicht am einfachsten, aber es war eine Nummer, die nicht so total virtuos losgeht. Übersichtlich, ja. Aber es ist nicht ohne. Und damit ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommt, was da abgeht, habe ich jetzt mal hier Funky Blues ausgewählt. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Pato Muñoz. Und da kommt die Gitarre so, das ist dann wieder ein ganz anderer Rhythmus. Die Schlagzeuge. Das ist verrückt, oder? Abgefahrene Nummer. Das war eine richtige Gitarre. Wahrscheinlich alles irgendwelche. Ja, also da muss man ein bisschen üben, glaube ich, ist da so weit bin. Ein super Ton, ne? So total sauber und also, da merkst du auch, das sind so Leute, die haben auch diesen Latin-Feel da im Blut, ne? Also der hat das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen schon und ja, also das ist jetzt mal was so für die
Also für den fortgeschrittenen Bassisten sicherlich nicht nur zum Nachspielen der kompletten Stücke, sondern... Das ist immer noch so eine Herausforderung, glaube ich. Man geht da ja manchmal auch so ran an so Transkriptionen, sucht sich Parts, die einem gut gefallen, übt mal die 3-4 Takte oder so, oder versucht eine neue Groove-Idee oder sowas zu finden oder ein schönes Lick. Dafür ist das mit Sicherheit wie sagt man, ein bunter Reigen an tollen Ideen für Bassisten. Ne? Ja, und die CD was gut ist, drin, ne? die CD ist drin und nicht nur, das ist jetzt nicht die CD, wie sie hier liegt, sondern im Prinzip als Playalong, das heißt ohne Bass. Okay. Ne? Also wenn du es geschafft hast und hast den ganzen Track dir drauf geschafft, dann kannst du die CD im Prinzip komplett... Also braucht man im Prinzip, man braucht die Original-CD, man braucht die Original-CD, wie es sich anhören muss. Und man braucht dann diese. kann man Das ist im Prinzip vergleichen. Genau, wenn ihr das dann spielen könnt, stellt es bei uns bei Facebook könnt ihr uns einen rein. Clip schicken und wir freuen uns. Ne? Uwe Wright. Uwe Wright vom Bodensee mag jetzt herausgefordert sein, ja, nachdem er Rosanna so sauber gespielt hat, sich mal an Pato Muñoz ranzutrauen. Also Uwe, gebt alles. Ne? Wir warten aufs Video. Genau. Gut. Ja, hör mal, und die Bassisten hier, da liegen schon die nächsten, war heute in der Post, ne? Da kommt dann demnächst noch mal was. Unheimlich viele aktive Bassisten. Ne? Ja, wir haben noch ein paar auf der Pfanne vom Warwick Basecamp. Schaffen wir heute nicht mehr, reichen wir irgendwann nach, auch wenn das ja, wir geben euch da jetzt so ein bisschen, wir wollen euch ja nicht über den Bassisten muss ja jetzt nicht jede Folge über Bassisten sein, ne? Ja aber Bassrock, sondern JazzrockTV. Aber zum Schluss würde ich nochmal gerne diese eine entspannte Nummer vom also die Adam Platte, Nitti hören. Genau, Adam Nitti mit seiner neuen Platte Not From oder Not Of This World. Blenden wir auch nochmal ein, die Adresse. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das ist jetzt auch nicht so eine nur Bassistenplatte. Und das haben wir im Interview schon gehört. Also da geht es jetzt auch ein bisschen breit gefächert dazu. Und dann haben wir jetzt zum Schluss natürlich mal einen schönen Titel, da hören wir jetzt rein. Haben wir sonst noch was zu sagen, außer den Aufruf natürlich nochmal für alle Patrons werden, uns ein bisschen unterstützen. Und auch das 1000 Dank an die es schon sind. Genau, und ansonsten verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Die 100. Folge steht bevor, da arbeiten wir gerade dran, was wir denn da machen. Und lasst euch überraschen, es wird eine ganz andere Folge als sonst werden auf jeden Fall. Ne? So. Und bis dahin verabschieden wir uns. Ja. Und jetzt, wie immer, abschalten. Ne? Abschalten. Tschüss. Adam Nitti, Cosmic Underground.